Es gab einmal einen Namen, der in Deutschland größer war als fast jeder andere. Ein Name, der für Stahl stand und für Macht und für Reichtum in einer Größenordnung, die kaum vorstellbar war. Ein Name, der mit Konflikten und militärischer Stärkung verbunden war und durch den ein ganzes Land sich als mächtig empfand. Dieser Name war Krupp. Und fast niemand, der diesen Namen heute kennt, weiß, was er wirklich bedeutet. Er steht für Innovation, für Erfolg, für das, was man gern als deutschen Ingenieursgeist bezeichnet. Aber das ist nur die Oberfläche. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Geschichte, die sehr viel komplizierter ist und sehr viel unbequemer. Über mehr als ein Jahrhundert baute diese Familie ein Imperium auf, das an fast jedem entscheidenden Punkt der deutschen Geschichte auftauchte. Im Aufstieg des Kaiserreichs, in den Schlachtfeldern Europas, in den Fabriken des Ruhrgebiets und schließlich in einem System, das Menschen als bloße Arbeitskraft ansah. Am Ende blieb von diesem Imperium nicht nur Reichtum zurück, sondern eine Frage, die bis heute nicht verschwunden ist: Wie weit kann ein Unternehmen gehen, bevor Erfolg nicht mehr Bewunderung auslöst, sondern Schuld hinterlässt? Das ist die Geschichte der Familie Krupp. Und sie ist größer als ein Unternehmen. Sie ist die Geschichte davon, wie Macht entsteht und was passiert, wenn sie nicht mehr begrenzt wird. Sie ist eine Geschichte über Macht, Krieg, Verantwortung und darüber, wie schwer es für ein Land sein kann, den Preis seines eigenen Erfolgs auszuhalten. Alles begann mit einem Mann, der überzeugt war, etwas zu erschaffen, das es so noch nicht gab und der damit scheiterte. Friedrich Krupp wollte einen Stahl herstellen, der besser war als alles, was damals existierte. Härter, reiner, zuverlässiger. Zu einer Zeit, in der England den besten Stahl der Welt produzierte und niemand ernsthaft glaubte, dass ein kleiner Betrieb in Essen daran etwas ändern könnte. 1811 setzte er trotzdem alles auf diese Idee, sein gesamtes Kapital, die Zukunft seiner Familie, Jahre seines Lebens. Und er verlor. Nicht einmal schnell, sondern langsam, Jahr für Jahr. Die Fabrik machte keine Gewinne, die Schulden wuchsen. Die Versuche funktionierten nicht zuverlässig. Was als große Vision begonnen hatte, verwandelte sich langsam in ein Projekt, das ihn finanziell und persönlich zerstörte. Als Friedrich Krupp 1826 starb, hinterließ er kein Imperium. Er hinterließ eine fast wertlose Fabrik, Schulden und einen 14-jährigen Jungen. Denn in solchen Momenten entscheidet sich oft mehr als nur das Schicksal einer Familie. Es entscheidet sich, ob ein Name verschwindet, bevor ihn überhaupt jemand kennt, oder ob aus einem privaten Unglück etwas entsteht, das weit über ein einzelnes Leben hinausreicht. Bei Krupp war zunächst nichts zu sehen, was auf Größe hindeutete. Kein Reichtum, kein Einfluss, kein Netz aus Unterstützern, nur eine angeschlagene Werkstatt, eine Idee, die den Vater ruiniert hatte, und ein Junge, der früh begriff, dass ihm niemand helfen würde, wenn er es nicht selbst tat. Genau darin lag die Härte dieses Anfangs. Alfred erbte nicht den Erfolg seines Vaters, er erbte dessen Scheitern. Und aus diesem Scheitern formte er langsam etwas, das größer wurde, als die Familie es je beabsichtigt hatte. Als Friedrich Krupp starb, war sein Sohn 14 Jahre alt. 14 und verantwortlich für eine Fabrik, die kurz davor stand zu scheitern. Es gab keine Vorbereitung, keine Wahl, keine Zeit, darüber nachzudenken, ob er dieser Aufgabe gewachsen war. Die Schulden waren da. Die Maschinen standen still oder funktionierten nicht richtig. Die wenigen Arbeiter warteten auf Entscheidungen, die ein Junge in diesem Alter eigentlich nicht treffen kann. Aber Alfred Krupp hatte keine Alternative. Und genau das war das Problem. Denn Entscheidungen, die unter Druck getroffen werden, sind selten neutral. Sie formen nicht nur ein Unternehmen, sie formen den Menschen, der sie trifft. Und bei Alfred Krupp begann genau hier eine Entwicklung, die später nicht mehr aufzuhalten war. Während andere in seinem Alter zur Schule gingen oder spielten, begann er zu arbeiten. Nicht langsam, nicht vorsichtig, sondern mit einer Intensität, die alles andere aus seinem Leben verdrängte. Er lernte jeden Schritt der Produktion, jede Schwäche im System, jeden Fehler, der Geld kostete. Und mit der Zeit entwickelte er etwas, das ihn von anderen unterschied. Nicht Talent, sondern eine Besessenheit, die ihn nicht mehr losließ. Und diese Besessenheit hatte einen Preis. Alfred Krupp arbeitete nicht einfach mehr als andere. Er arbeitete anders. Er beobachtete jeden Prozess, jede Schwäche, jeden Moment, in dem etwas schiefgehen konnte. Und während andere versuchten, ihre Probleme zu verwalten, begann er, sie systematisch zu beseitigen. Langsam veränderte sich etwas. Zuerst kaum sichtbar. Sein Stahl wurde besser. Nicht ein bisschen besser, spürbar besser, zuverlässiger, präziser. Vor allem in Bereichen, in denen Fehler nicht akzeptabel waren. Die ersten, die das erkannten, waren nicht Generäle, sondern Ingenieure. Münzpressen brauchten Walzen, die exakt arbeiteten. Krupp lieferte sie. Dann kamen Eisenbahnachsen. Die Eisenbahn war das größte Versprechen des 19. Jahrhunderts. Geschwindigkeit, Verbindung, Fortschritt. Aber sie hatte ein Problem. Achsen brachen. Und wenn sie brachen,
gab es schwere Folgen. Achsen aus Krupp-Stahl brachen nicht. Das war der Moment, in dem aus einer Idee ein Geschäft wurde. Und von diesem Moment an ging es nicht mehr nur um Stahl. Es ging um Einfluss, um Kontrolle und irgendwann auch um die Frage, wer eigentlich entscheidet, wie diese neue Stärke eingesetzt wird. Denn je größer der Erfolg wurde, desto größer wurde auch die Wirkung dessen, was in Essen produziert wurde. Der nächste Schritt kam 1851 in London. Die Weltausstellung war der Ort, an dem sich die industrielle Welt selbst betrachtete. Alfred Krupp schickte keinen Katalog, kein Modell. Er schickte einen massiven Block aus Gussstahl, schwer, monolithisch, unübersehbar. Die Menschen blieben stehen, nicht aus Höflichkeit, sondern weil sie verstanden, dass sie so etwas noch nie gesehen hatten. Und zum ersten Mal verstand die Welt, dass in Essen etwas entstand, das sie nicht ignorieren konnte. Aber der eigentliche Durchbruch kam nicht aus der Industrie, er kam aus dem Militär. Das war mehr als nur ein neuer Markt. Es war ein Perspektivwechsel. Bis dahin hatte Alfred Krupp bewiesen, dass sein Stahl besser sein konnte. Jetzt begann er zu verstehen, dass Qualität allein nicht die größte Macht erzeugt. Macht entstand dort, wo Technik auf Staat traf. Dort, wo ein Produkt nicht mehr nur nützlich war, sondern strategisch wurde. Eine Eisenbahnachse konnte Leben retten. Eine Kanone konnte strategische Vorteile bringen. Und Alfred war intelligent genug, den Unterschied zu erkennen. Von diesem Punkt an veränderte sich nicht nur sein Unternehmen, es veränderte sich auch die Bedeutung dessen, was er herstellte. Stahl war nicht länger nur Material. Stahl wurde Einfluss, Stahl wurde Politik, Stahl wurde Geschichte. Alfred Krupp verstand etwas, das andere lange unterschätzten: der größte Kunde der Welt ist der Staat. Und der verlässlichste Kunde ist ein Staat, der sich auf einen Krieg vorbereitet. Europa bewegte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genau in diese Richtung. Jede Macht beobachtete die andere. Jede Armee wollte stärker sein als die nächste. Und was sie dafür brauchten, waren bessere Waffen. Alfred Krupp begann, Kanonen zu bauen. Niemand wollte sie. Das preußische Militär misstraute ihm. Ein privater Fabrikant aus Essen sollte bessere Geschütze liefern als staatliche Werke. Man lehnte ab. Für einen Moment sah es so aus, als würde sich alles wiederholen. Ein Mann mit einer Idee, eine Welt, die nicht zuhört. Aber Alfred wartete nicht. Und genau in diesem Moment wurde aus einem Industriellen etwas anderes. Etwas, das näher an Macht war als an Produktion. Etwas, das nicht mehr nur auf Märkten wirkte, sondern auf Entscheidungen von Staaten. Und genau das war der Punkt, an dem es gefährlich wurde. Er änderte die Spielregeln. Er verschenkte seine Kanonen. Nicht aus Großzügigkeit, sondern als Demonstration. Eine Kanone, die man selbst testen kann, überzeugt mehr als jedes Argument. Und plötzlich funktionierte es. Zumindest sah es so aus. Zuerst im Ausland. Russland, das Osmanische Reich, Ägypten. Wenn du solche Geschichten sehen willst, die man so selten erzählt, dann abonnier den Kanal. Dann kam der entscheidende Moment. Preußen sah zu, wie seine Gegner mit Krupp-Kanonen aufrüsteten und verstand, dass es keine Wahl mehr hatte. Als der Deutsch-Französische Krieg 1870 begann, war die preußische Artillerie mit Krupp-Stahl ausgerüstet. Und sie veränderte das Schlachtfeld. Schneller, präziser, zerstörerischer. Nach diesem Krieg hatte Alfred Krupp einen neuen Namen. Man nannte ihn den Kanonenkönig. Und mit diesem Namen begann etwas, das sich nicht mehr kontrollieren ließ. Die preußische Artillerie, ausgerüstet mit Krupp-Kanonen aus Stahl, während die Franzosen noch mit Bronzekanonen kämpften, besiegte die französischen Stellungen mit großer Präzision und Effektivität, die das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld fundamental veränderte. Sedan, Gravelotte, die Belagerung von Paris. Mit dem Erfolg kam etwas, das Alfred Krupp immer gewollt hatte: absolute Kontrolle. Und er versuchte, sie sich zu bauen. Die Villa Hügel war kein Zuhause. Sie war ein Statement. 219 Zimmer auf einem Hügel über Essen. Ein Gebäude, das Größe zeigen sollte und nichts anderes. Groß, still, leer. Alfred zog ein. Und je größer das Haus wurde, desto kleiner wurde sein Leben. Und er bemerkte es nicht einmal. Die Räume waren riesig, aber sie waren nicht dafür gemacht, bewohnt zu werden. Sie waren dafür gemacht, Eindruck zu hinterlassen. Und Eindruck hinterlässt man nicht bei sich selbst. Mit der Zeit veränderte sich etwas. Alfred begann schlecht zu schlafen. Er misstraute der Luft in seinen eigenen Räumen. Er ließ Fenster abdichten, Türen überprüfen. Er wechselte ständig seine Schlafzimmer, weil er glaubte, dass die Luft in einem Raum irgendwann verbraucht sei. Es war keine Eigenart mehr. Es war eine Obsession. Ein Mann, der Fabriken kontrollierte, Prozesse kontrollierte, Märkte kontrollierte, verlor langsam die Kontrolle über sich selbst. Er misstraute Ärzten und vertraute Kurpfuschern und lebte in einer Mischung aus Hypochondrie und eiserner Kontrolle, die zeigt, was passiert, wenn ein Mensch alles beherrscht außer sich selbst. Er war verheiratet. Bertha, seine Frau, ertrug die Villa Hügel und die Obsessionen ihres Mannes mit einer Geduld, die bewundernswert oder tragisch war, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtete. Sie lebten nebeneinander mehr als miteinander. Alfred war in seiner Fabrik zu Hause,
Nicht in seinen Zimmern. Er hatte einen Sohn, Friedrich Alfred Krupp, Fritz, wie ihn alle nannten, ein sanfter, unsicherer Mensch, der dem Temperament seines Vaters in nichts ähnelte und dem sein Vater das nie vollständig verzieh. Alfred schrieb seinem Sohn Briefe, die mehr Anweisungen als Zuneigung enthielten. Er formte ihn oder versuchte es in das Bild eines Nachfolgers, das er im Kopf hatte. Was Fritz wirklich war, interessierte Alfred weniger als das, was Fritz sein sollte. Als Alfred Krupp 1887 starb, hinterließ er ein Imperium, 20.000 Arbeiter, die größte Fabrik Europas, Kanonen in fast jedem Militärarsenal der Welt und einen Sohn, der mit diesem Erbe zu kämpfen haben würde auf eine Weise, die Alfred sich nicht hätte vorstellen können. Fritz Krupp war kein schlechter Geschäftsmann. Das muss gesagt werden, weil die Geschichte, die folgte, so spektakulär endete, dass man dazu neigt, alles, was davor kam, im Licht dieses Endes zu betrachten. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen weiter. Er investierte in die Panzerplattenproduktion, die für die aufgerüsteten Seestreitkräfte der europäischen Mächte unverzichtbar wurde. Er pflegte die Beziehung zum deutschen Kaiser Wilhelm II, eine Beziehung, die nicht nur geschäftlich war, sondern persönlich, eine Freundschaft, die beide Seiten pflegten mit dem gegenseitigen Verständnis, dass sie füreinander nützlich waren. Aber Fritz Krupp hatte ein Geheimnis. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis es öffentlich wurde. Er fuhr regelmäßig nach Capri. Das war bekannt. Er erholte sich dort, sagte man, das Klima sei gut für seine Gesundheit. Er habe Freunde auf der Insel. Er sei ein Mann, der die Schönheit der südlichen Landschaft schätze. Was wirklich auf Capri geschah, wurde 1902 publik, zuerst in einer italienischen Zeitung, dann in der deutschen sozialdemokratischen Presse, dann überall. Fritz Krupp unterhielt auf der Insel Beziehungen zu Männern, jungen Männern, in einem Land und in einer Zeit, in der das, was er tat, nicht nur gesellschaftlich ruinös war, sondern strafrechtlich verfolgt werden konnte. Der Kaiser versuchte, den Skandal zu unterdrücken, er war zu groß. Fritz Krupp starb wenige Tage nach Bekanntwerden der Berichte. Offiziell an einem Schlaganfall, inoffiziell und von vielen geglaubt, durch eigene Hand. Er war 49 Jahre alt, er hinterließ 2 Töchter und ein Unternehmen, das nun ohne einen männlichen Erben dastand, und einen Skandal, der so groß war, dass Kaiser Wilhelm persönlich zur Beerdigung erschien und eine Rede hielt, in der er die Berichte als Verleumdung bezeichnete und die Trauer der Nation um einen verdienten Mann beschwor. Die Villa Hügel schwieg, die Fabrik produzierte weiter und das Erbe fiel an Bertha. Bertha Krupp war 20 Jahre alt, als sie das größte Privatunternehmen Deutschlands erbte. Sie war nicht darauf vorbereitet worden. Nicht, weil man ihr die Fähigkeit abgesprochen hätte, sondern weil niemand in diesem Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts ernsthaft in Betracht gezogen hatte, dass eine Frau dieses Erbe antreten würde. Der Plan war immer ein Sohn gewesen. Ein Sohn, der ausgebildet und vorbereitet und in die Fabrik eingeführt worden wäre, der die Verfahren kannte und die Männer kannte und den Stahl kannte. Bertha kannte den Stahl nicht, aber sie kannte die Pflicht. Die Lösung, die ihr Umfeld und der Kaiser für das Problem der weiblichen Erbschaft fanden, war die Lösung, die Europa in solchen Fällen seit Jahrhunderten anwandte. Sie heirateten sie. Gustav von Bohlen und Halbach war Diplomat. Ein korrekter, disziplinierter, in jeder Hinsicht ordentlicher Mann, der durch diese Ehe nicht nur eine Frau gewann, sondern einen Namen mit kaiserlicher Erlaubnis, durfte er fortan Krupp von Bohlen und Halbach heißen und die Verantwortung für ein Imperium, das er zuvor von außen betrachtet hatte. Gustav führte Krupp in den Ersten Weltkrieg und der Erste Weltkrieg führte Krupp in eine neue Dimension. Die Zahlen, die die Krupp-Werke in diesen Jahren produzierten, sind so groß, dass sie aufgehört haben, real zu klingen. Tausende von Kanonen, Millionen von Granaten, Panzerstahl für Kriegsschiffe und Feldgeschütze und Maschinengewehre und die gesamte umfassende Infrastruktur eines Krieges, der verheerende Folgen hatte und viele Menschen betraf. Kruppstahl in den Schützengräben von Verdun, Kruppstahl vor den Mauern von Ypern, Kruppstahl überall dort, wo Männer starben auf beiden Seiten, denn Krupps Lizenzverträge und Technologietransfers hatten sichergestellt, dass auch die Gegner mit Waffen kämpften, die auf Krupp-Patenten basierten. Der Kanonenkönig war tot, aber sein Königreich produzierte weiter, mit einer Effizienz, die keine moralischen Fragen stellte, weil moralische Fragen nicht zur Bilanz gehören. Als Deutschland 1918 den Krieg verlor, hatte Krupp ein Problem. Der Versailler Vertrag verbot Deutschland die Rüstungsproduktion. Krupp, das Unternehmen, das ein Jahrhundert lang Waffen gebaut hatte, das aus Waffen sein Kapital und seine Reputation und seine Identität gezogen hatte, durfte keine Waffen mehr bauen. Gustav Krupp fand Wege, nicht offen, nicht sichtbar und niemals so, dass es sofort zu beweisen gewesen wäre. Es waren keine großen Gesten, keine öffentlichen Entscheidungen, sondern leise Verschiebungen. Wissen, das nicht verloren gehen durfte, Strukturen, die nicht verschwinden sollten
und die stille Überzeugung, dass das, was einmal gebraucht wurde, irgendwann wieder gebraucht werden würde. Er ließ geheime Konstruktionsbüros in anderen Ländern einrichten, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Schweden. Er ließ Pläne und Patente und Expertenwissen ins Ausland transferieren, damit es erhalten blieb, wenn Deutschland wieder dürfte. Er baute Lokomotiven und Lastwagen und Landmaschinen und behielt die Ingenieure und die Strukturen und das Wissen, das sofort wieder auf Rüstungsproduktion umgestellt werden konnte, wenn der richtige Moment käme. Der richtige Moment kam 1933. und er kam schneller, als viele erwartet hatten. Und der Mann, der ihn herbeiführte, hieß Adolf Hitler. Gustav Krupp unterstützte die damalige Regierung. Das ist keine Interpretation, das ist dokumentiert. Er war eines der führenden Mitglieder des industriellen Kreises, der die Nationalsozialisten finanzierte, noch bevor sie an der Macht waren. Er glaubte, wie viele deutsche Industrielle seiner Generation, dass Hitler die kommunistische Bedrohung bannen würde, die Gewerkschaften schwächen würde, die Wirtschaft stabilisieren würde. Er glaubte, Hitler sei kontrollierbar, ein Werkzeug. Er lag falsch, aber er erkannte es zu spät oder er wollte es nicht erkennen, weil das Geschäft so gut lief. Denn das Geschäft lief außerordentlich gut. Die Wiederaufrüstung, die von der damaligen Regierung betrieben wurde und die Deutschland in wenigen Jahren von einer entwaffneten Nation in die mächtigste Militärmacht Europas verwandelte, diese Wiederaufrüstung lief durch die Krupp-Werke, Kanonen, Panzer, U-Boot-Teile, Rüstungsgüter in einer Menge, die die Produktion des Ersten Weltkrieges übertraf und die zeigte, was passiert, wenn ein Imperium, das ein Jahrhundert lang Waffen produziert hat, plötzlich alle Bremsen loswerden darf. Krupp wurde zum Herzstück der deutschen Rüstungswirtschaft und damit zum Herzstück des Krieges. Doch das war noch nicht der tiefste Punkt dieser Geschichte. Denn das, was jetzt kam, hatte nichts mehr mit Strategie zu tun. Es ging nicht mehr wirklich um Wettbewerb, auch nicht mehr um Innovation, sondern um ein System, das größer war als jedes einzelne Unternehmen und das genau wusste, wie es industrielle Strukturen für sich nutzen konnte. Der tiefste Punkt kam später. Und er kam nicht mit Kanonen, er kam mit Menschen. Es gibt Momente in der Geschichte eines Unternehmens, in denen es nicht mehr um Erfolg geht, sondern um Verantwortung. Für Krupp kam dieser Moment im Zweiten Weltkrieg. Die Produktion lief auf Hochtouren. Mehr Waffen, mehr Stahl, mehr Aufträge als je zuvor. Und gleichzeitig fehlten Arbeitskräfte. Die Lösung war einfach und sie war brutal. Zwangsarbeit. Hunderttausende Menschen wurden in den Krupp-Werken eingesetzt. Kriegsgefangene, Zivilisten aus besetzten Gebieten, Gefangene aus damaligen Lagern. Sie arbeiteten nicht freiwillig, sie arbeiteten, weil sie keine Wahl hatten. Sie lebten in Lagern, in überfüllten Baracken, bekamen gerade genug, um weiterzuarbeiten. Wer nicht mehr konnte, wurde ersetzt. Und die Produktion stoppte nicht. Und genau das machte es so gefährlich. Die Zahlen stimmten. Und genau deshalb stellte lange Zeit niemand die richtigen Fragen. Und genau darin lag das Problem. Krupp war in diesem Moment nicht nur Teil des Systems. Krupp war ein funktionierender Bestandteil davon. Gustav Krupp erlebte das Ende des Krieges als gebrochener Mann. Nicht gebrochen durch Schuld, dafür gibt es keine Belege. Gebrochen durch Alter und durch eine fortschreitende Demenz, die ihn in den letzten Kriegsjahren zunehmend unfähig gemacht hatte, das Unternehmen wirklich zu führen. Er war 70, dann 75, dann 80. Die Entscheidungen, die in seinem Namen getroffen wurden, traf er selbst kaum noch. Aber sein Name stand auf dem Briefpapier, sein Name stand auf der Fabrik und sein Sohn stand an seiner Seite. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, das einzige Kind Bertha und Gustavs, das in die Fabrik eingetreten war, das die Verantwortung übernommen hatte, als sein Vater sie nicht mehr tragen konnte. Alfred war kein Fanatiker, kein glühender Nationalsozialist, kein Mann, der an die Ideologie glaubte mit der Inbrunst derer, die Ideologien als Ersatzreligionen brauchen. Er war Industrieller, pragmatisch, kalt, auf eine Art distanziert, die seine Mitarbeiter als Professionalität beschrieben und seine Kritiker als Menschenlosigkeit. Er wusste, was in seinen Werken geschah, das ist keine Spekulation. Und das ist das Ergebnis der Nürnberger Prozesse, die nach dem Krieg die Verantwortlichkeiten der deutschen Industrie untersuchten und die Akten lasen, die Krupp hinterlassen hatte, Akten, die mit der deutschen Gründlichkeit geführt worden waren, mit der das Dritte Reich alles dokumentierte, einschließlich seiner Verbrechen. Nach dem Krieg kam der Moment, in dem alles hätte enden können, der Krupp-Prozess in Nürnberg. Alfred Krupp wurde für seine Rolle bei der Ausbeutung von Zwangsarbeitern und der Plünderung besetzter Gebiete verurteilt. 12 Jahre Haft. Vermögen konfisziert. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als hätte Geschichte Konsequenzen. Als würde das, was geschehen war, nicht einfach weitergehen. Dann änderte sich die Realität. Nicht wegen neuer Beweise, nicht wegen eines Fehlers im Urteil, sondern wegen Politik. Der Kalte Krieg begann. Und plötzlich war ein starkes Westdeutschland wichtiger als Gerechtigkeit. 1951 wurde Alfred Krupp begnadigt. 4 Jahre nach dem Urteil.
schneller als irgendjemand erwartet hatte. Er bekam sein Vermögen zurück, seine Fabrik, seine Macht und verließ das Gefängnis als freier Mann. Für viele Zeitgenossen ließ sich diese Rückkehr pragmatisch erklären. Deutschland lag in Trümmern. Die Wirtschaft musste wieder aufgebaut werden. Fabriken galten plötzlich wieder als wichtiger als Urteile. Die Effizienz zählte mehr als Erinnerung. Verlässliche Industrielle erschienen nützlicher als moralische Konsequenz. Genauso funktionierte die Nachkriegszeit an vielen Stellen nicht als sauberer Bruch, sondern als Übergang, indem man weiterbaute, bevor man sich fragte, worauf eigentlich. Und deshalb war die Begnadigung Alfred Krupps nicht nur die Geschichte eines einzelnen Mannes, sie war auch ein Spiegel der Prioritäten dieser Zeit. Eine Entscheidung darüber, was wichtiger war, Erinnerung oder Wiederaufbau, Moral oder Stabilität. Und wie so oft in der Geschichte fiel diese Entscheidung nicht zugunsten der Vergangenheit aus, sondern zugunsten der Zukunft. Eine Zukunft, die funktionieren musste, selbst wenn sie auf etwas aufgebaut war, das nie vollständig aufgearbeitet worden war. Sie war ein Signal, das Schuld dokumentiert sein konnte und trotzdem politisch zweitrangig wurde, sobald sich die Prioritäten eines Landes verschoben. Die ehemaligen Zwangsarbeiter, die in seinen Fabriken gearbeitet hatten, erhielten lange keine Entschädigung. Was folgte, war einer der merkwürdigsten Widersprüche der deutschen Nachkriegsgeschichte. Alfred Krupp kehrte nach Essen zurück und baute das Unternehmen wieder auf. Das Wirtschaftswunder, jenes fast unbegreifliche Phänomen des westdeutschen Wiederaufbaus, das ein zerstörtes Land in weniger als 2 Jahrzehnten in eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt verwandelte, das Wirtschaftswunder brauchte Krupp, brauchte den Stahl, brauchte die Infrastruktur, brauchte die Ingenieure und Arbeiter und Produktionskapazitäten, die ein Jahrhundert Krupp-Geschichte aufgebaut hatte. Also wurde Alfred Krupp rehabilitiert. Nicht offiziell, nicht mit einer Zeremonie oder einer politischen Erklärung, sondern auf die stillere, dauerhaftere Art der gesellschaftlichen Akzeptanz. Er erschien auf Titelseiten als Symbolfigur des deutschen Wiederaufbaus. Er wurde zu Staatsempfängen eingeladen, Bundeskanzler Adenauer empfing ihn. Ausländische Staatsmänner besuchten die Villa Hügel. Die Zwangsarbeiter blieben unsichtbar und sie blieben es auch danach. Ihre Geschichten verschwanden nicht. Aber sie wurden leiser, weniger sichtbar, weniger relevant für eine Gesellschaft, die nach vorne schauen wollte. Und genau darin liegt eine der unbequemsten Wahrheiten dieser Geschichte, dass das, was nicht mehr gesehen wird, nicht automatisch verschwunden ist. Erst nach intensivem öffentlichen Druck, nach jahrelangen Forderungen von Überlebenden und ihren Anwälten, einigte sich Krupp 1959 auf eine Zahlung von 10 Millionen D-Mark an ehemalige jüdische Zwangsarbeiter, eine Summe, die symbolisch gemeint war und symbolisch blieb. Nicht, weil die Summe zu klein war, obwohl sie es war, sondern weil keine Summe das beschreiben kann, was zu beschreiben wäre. Und weil eine Zahlung, die unter Druck geleistet wird, keine Reue ist, sie ist eine Transaktion. Alfred Krupp selbst sprach selten öffentlich über die Vergangenheit. Er war ein Mann des Pragmatismus, der vorwärts dachte und rückwärts nicht blicken wollte oder nicht konnte, ob das Schweigen Kalkül war oder Verdrängung oder eine Form der Schuld, die sich nicht in Worte fassen ließ, das hat er nie gesagt. Er starb 1967, 57 Jahre alt. Überraschend schnell für einen Mann, dem es äußerlich gut zu gehen schien. Er hinterließ ein Unternehmen, das wieder stark war, und er hinterließ einen Sohn, Arndt. Arndt von Bohlen und Halbach war alles, was sein Vater nicht gewesen war, und damit genau das, was das Krupp-Imperium nicht gebrauchen konnte. Er liebte Partys. Er liebte Kunst, Musik, das gesellschaftliche Leben in den Kreisen der europäischen Schickeria, die in den 1960er Jahren zwischen Cannes und Capri und St. Moritz zirkulierten und die Welt als Spielplatz betrachteten. Er liebte das Geld, das sein Name mit sich brachte, aber er liebte nicht die Arbeit, die notwendig gewesen wäre, diesen Namen zu verdienen. Alfred erkannte früh, was sein Sohn war. Und er traf eine Entscheidung, die in der Geschichte der deutschen Industriedynastien ohne Beispiel ist. Er enternte Arndt. Nicht von der Familie, sondern vom Erbe. Arndt sollte das Unternehmen nicht erben. Arndt sollte eine Rente bekommen, eine fürstliche Rente, die ihm ein Leben in dem Stil ermöglichte, den er liebte, ohne dass er je die Verantwortung für das tragen müsste, was ihm rechtlich zugestanden hätte. Arndt akzeptierte, ohne erkennbares Bedauern, ohne den Kampf, den man vielleicht erwartet hätte. Er unterzeichnete die Papiere und lebte sein Leben in Hotels und auf Yachten und in Häusern, die andere für ihn verwalteten, und starb 1986, ohne je ernsthaft versucht zu haben zu verstehen, was sein Name bedeutete. Mit Arndt starb die Krupp-Linie im männlichen Stammbaum. Das Unternehmen, das kein biologischer Nachfolger mehr übernahm, wurde zu einer Stiftung, der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, die heute die Anteile hält und kulturelle und wissenschaftliche Projekte fördert und die Geschichte des Unternehmens verwaltet mit der vorsichtigen Distanz einer Institution, die weiß, dass diese Geschichte komplizierter ist als jede einfache Erzählung. Was blieb, war ThyssenKrupp. 1999 fusionierte Krupp mit dem Stahlkonzern.
Thyssen, einem anderen Riesen des Ruhrgebiets, mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Belastungen aus der Nazizeit, zu einem der größten Industriekonzerne Europas. Der Name Krupp lebt weiter, in der Firmierung, in den Archiven, in den Museen, die aus den alten Werksanlagen gemacht wurden. Aber das Imperium im eigentlichen Sinne ist vorbei. Die Stahlindustrie des Ruhrgebiets, die ein Jahrhundert lang das wirtschaftliche Herzstück Deutschlands war, ist nicht mehr das, was sie war. Die Hochöfen sind erloschen. Die Schlote rauchen nicht mehr. Die Männer, die einmal in Schichten durch die Werkstore zogen und deren Leben sich vollständig in den Rhythmus der Fabrik eingefügt hatte, diese Männer und diese Welt sind verschwunden. Was bleibt, sind Museen und Parks und sanierte Industriehallen, die in Kulturzentren umgewandelt wurden, weil niemand mehr weiß, was er sonst mit ihnen anfangen soll. Die Villa Hügel steht noch. Sie gehört der Stiftung. Man kann sie besichtigen gegen Eintritt an bestimmten Tagen, wenn Führungen angeboten werden. Man geht durch die 219 Zimmer und versucht zu begreifen, was Alfred Krupp sich dabei gedacht hat. Man steht in dem Zimmer, in dem er schlief, und denkt an die Fenster, die er abdichten ließ, und an die Zugluft, die er fürchtete, und an den Mann, der alles beherrschte außer sich selbst. Das Ruhrgebiet heute ist eine andere Welt. Die Zechen sind Museen, die Hüttenwerke sind Kulturzentren. Auf dem Gelände der alten Krupp-Fabrik, dort wo einmal die Hochöfen brannten und der Stahl floss und die Zwangsarbeiter in Baracken schliefen, die zu eng waren für die Zahl der Menschen darin, dort ist heute ein Stadtpark. Man kann dort entlang gehen, ohne zu wissen, worüber man geht, ohne zu sehen, dass unter den Wegen, unter dem Gras, unter den Bäumen Schichten von Arbeit, von Entscheidungen, von Leid liegen, die sich nicht einfach auflösen, nur weil sie nicht mehr sichtbar sind. Kinder spielen auf Flächen, die einmal von Lärm erfüllt waren, von Maschinen, die nicht stoppten, von Schritten, die keinen eigenen Rhythmus hatten, weil sie sich dem Takt der Produktion unterordnen mussten. Menschen sitzen auf Bänken, wo früher niemand sitzen konnte, weil jede Minute zählte und jeder Körper Teil eines Systems war, das keine Pause kannte. Es ist leicht, solche Orte als Zeichen des Fortschritts zu sehen, als Beweis dafür, dass sich eine Gesellschaft verändern kann, dass sie aus ihrer Vergangenheit etwas Neues schafft, etwas Ruhigeres, etwas Menschlicheres. Und vielleicht stimmt das auch, aber Veränderung bedeutet nicht, dass das, was war, verschwunden ist. Es bedeutet nur, dass es eine andere Form angenommen hat, eine, die sich besser ertragen lässt. Denn die Strukturen, die diese Orte hervorgebracht haben, sind nicht einfach mit den Gebäuden verschwunden, auch wenn es manchmal so wirkt. Sie haben sich angepasst. Sie haben neue Namen bekommen, neue Funktionen. Aber die Logik, die sie einmal angetrieben hat, Effizienz, Wachstum, Nutzen um jeden Preis, ist nicht an einen Ort gebunden. Sie kann überall entstehen. Nicht plötzlich. Auch nicht wirklich sichtbar. Eher etwas, das sich langsam einschleicht. In kleinen Entscheidungen, in Kompromissen, die harmlos wirken, in Momenten, in denen Effizienz wichtiger wird als Verantwortung. Und sie entsteht überall dort, wo niemand mehr genau hinschaut. Bäume, Wege, Bänke, auf denen Menschen sitzen und die Sonne genießen. Es ist eine merkwürdige Stille, die an solchen Orten herrscht. Eine Stille, die nicht leer ist, sondern gefüllt mit dem, was man nicht mehr sieht. Mit Geräuschen, die einmal da waren, aber keinen Platz mehr haben. Mit Geschichten, die nicht verschwunden sind, sondern nur leiser geworden sind, weil niemand mehr gezwungen ist, sie zu hören. Und vielleicht ist genau das die größte Veränderung. Nicht, dass die Vergangenheit weg ist, sondern dass sie keinen Lärm mehr macht. Eine Stille, die nicht natürlich ist, sondern gemacht. Die entsteht, wenn eine Gesellschaft entschieden hat, dass die Vergangenheit nicht vergessen, aber auch nicht zu laut erinnert werden soll. Ein Park ist eine freundliche Art zu erinnern. Parks stören niemanden. Parks verlangen keine Antworten. Die Fragen, die das Krupp-Imperium hinterlässt, sind keine Fragen über Stahl und Kanonen und Rüstungsproduktion. Das sind die oberflächlichen Fragen, die sich leicht beantworten lassen mit Daten und Fakten und dem nüchternen Vokabular der Wirtschaftsgeschichte. Die eigentlichen Fragen sind tiefer. Sie fragen danach, wie ein Unternehmen, wie eine Familie ein Jahrhundert lang von Krieg profitieren kann und sich trotzdem als Opfer der Umstände betrachtet. Sie fragen danach, was Verantwortung bedeutet, wenn diejenigen, die Verantwortung trügen, tot sind und die, die von ihrem Erbe leben, die Last dieser Verantwortung auf die nächste Generation schieben, bis sie dünn genug wird, um zu verschwinden. Sie fragen danach, wie Erinnerungskultur aussieht, wenn sie von denjenigen gestaltet wird, die ein Interesse daran haben, bestimmte Dinge zu erinnern und andere nicht. Alfred Krupp, der Kanonenkönig, liegt auf dem Friedhof in Essen begraben. Ein Grabstein, der seiner Bedeutung angemessen ist, groß aus Stein mit dem Namen, der auf so viele Dinge geschrieben steht, die er nicht mehr lesen kann. Ein paar Gehminuten von der Villa Hügel entfernt, die seine Obsession verkörpert und die heute Besucher aufnimmt, die sein Leben verstehen wollen. Verstehen ist das falsche Wort. Man kann die Fakten kennen und die Daten und die Biografie und trotzdem nicht verstehen, wie ein Mensch, der aus nichts etwas gebaut hat, am Ende mehr zerstört, als er je erschaffen hat. Wie ein Name, der für Qualität und Präzision und deutschen Ingenieursgeist stand, gleichzeitig auf den Rechnungen stand, mit denen menschliche Leben abgerechnet wurden. Das ist das Vermächtnis der Familie Krupp.
Nicht der Stahl, nicht die Kanonen, nicht das Wirtschaftswunder, an dem sie beteiligt waren. Das Vermächtnis ist die Frage. Die unbeantwortete, unbeantwortbare, immer noch brennende Frage danach, wo die Grenze liegt zwischen Verantwortung und Schuld, zwischen Pragmatismus und Komplizenschaft, zwischen dem, was ein Mensch tut, weil er es wählt, und dem, was er tut, weil die Verhältnisse es von ihm verlangen. Diese Grenze war bei Krupp nie scharf. Sie war immer verschwommen. Und diese Verschwommenheit, dieses bewusste, profitabel, über Jahrzehnte gepflegte Nicht-genau-Hinschauen, das ist vielleicht das Gefährlichste, was diese Geschichte zu erzählen hat. Nicht das Böse, das laut ist, sondern das Böse, das still ist, das weiterarbeitet, das Zahlen schreibt und Bilanzen zieht und am Ende des Tages die Bücher schließt und nach Hause geht und am nächsten Morgen einfach wieder anfängt.